Herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier im Recording-Blog. Und wie du sehen kannst, ich bin nicht in meinem Studio, sondern ich bin hier auf Einladung eines guten Freundes. Und zudem gebe ich dir mal 3 Fakten, die ich dir in den Blog huste. Erstens, er ist erst 21 Jahre alt. Zweitens, er arbeitet schon an seinem 4. Album und nicht irgendwie Album bei Spotify. Nein, er hat ein echtes Vinyl-Album rausgebracht, nicht nur 1, 3 schon. Und der 3. Fakt, er besitzt ein eigenes U47. Herzlich willkommen, Noah Benedikt. Einen wunderschönen guten Tag. Schön, dass ich da sein darf. Ja, schön, dass du hier bist. Und vielen Dank für die Einladung, weil es ist ja wirklich beeindruckend. Das, was ich gerade gesagt habe, stimmt tatsächlich. Du bist erst 21 Jahre alt. Und wenn man mit dir redet, hat man den Eindruck, man spricht mit einem alten Freund, so wie ich das gerade schon gesagt habe. Ja, weil du so viel zu erzählen hast. Aber verrat uns doch mal kurz, wer ist denn eigentlich Noah Benedikt? Ja, Noah Benedikt ist tatsächlich eigentlich ein Künstler, also ich. Ja, also auch mein richtiger Name ist tatsächlich kein falscher Name. Aber ich habe halt einfach immer schon irgendwie alles gemocht, was mit Kunst zu tun hat, sei es nun Musik oder Malen, alles Mögliche. Ja. Und habe dann halt irgendwann angefangen zu sagen, ey, wäre doch eigentlich cool, eigene Musik zu machen. Und dann bin ich irgendwie über Umwege dazu gekommen, dass ich das dann auch einfach selbst produziert aufgenommen habe und dann immer mehr ausgebaut habe. Was schon ungewöhnlich ist für junge Leute heutzutage. Die meisten lernen ja gar keine Instrumente mehr. Aber du hast ein Instrument gelernt, ne? Na klar, ich habe ganz klassisch von meinen Eltern, also natürlich mit eigener Motivation, weiß ich, dass die mich hingeschoben haben, mit 5 mit Blockflöte angefangen. Natürlich. Ne? Und dann war ich halt einmal beim Blasinstrument, bin dann zum Saxophon gewechselt und dann vom Saxophon kam alles andere. Aber Aufnahme startete mit dem Saxophon tatsächlich. Krass, ne? Aber das Saxophon selbst hat ja schon einen höheren Coolness-Faktor als eine Blockflöte, oder? Auch wenn es beide Blasinstrumente sind. Das war dann wahrscheinlich auch der Grund, warum ich mit Saxophon angefangen habe, weil ich war so, ich will was Geiles machen und dann war halt das Saxophon da und dann habe ich gesagt, okay, warum nicht auch aufnehmen? Und dann war halt meine Aufnahme ein Saxophon, ein Mikrofon und let's go. Und dann hast du aber ganz, ganz früh auch schon angefangen, bei YouTube-Videos dann zu posten, ne? Also ich meine, du bist ja Generation YouTube mit 21. Für dich gibt's ja keine Zeit ohne YouTube, für mich schon, aber für dich ist das ja immer allgegenwärtig gewesen. Ich bin quasi mit dir aufgewachsen. Und mit wie vielen Jahren hast du dann dein erstes YouTube-Video gepostet? Also ich selbst nicht. Ich glaube, das haben meine Eltern noch gepostet. Da war ich bestimmt so 9, 10 Jahre alt, ne? Schon mit dem Saxophon? Und Saxophon, ja genau, mit 9. Also ich glaube, das erste Video war tatsächlich war ich so 7, aber das erste richtige Video mit Saxophon war dann so 10. Genau, und dann 2016, so 11, habe ich die erste Cover dann selbst schon produziert, Saxophon, Mikrofon, das war Unchain My Heart, in Schweden im Ferienhaus mit so einem Funkmikrofon am Saxophon dran und so, ne? Und Kopfhörer, damit es wichtig aussah. Ich hätte überhaupt keine gebraucht, weil das sah einfach gut aus im Video. Ich habe das Video gesehen, ich habe mich noch gefragt, warum du Kopfhörer auf hast. Jetzt weißt du warum. Und von da bin ich dann irgendwie zu Saxophon-Covern gerutscht und habe dann gesagt, okay, ähnlich wie bei dir eigentlich, so jede Woche ein Song, war das dann bei mir jede Woche ein Saxophon-Cover. Und das dann über Jahre, bis dann irgendwann der Algorithmus gekickt hat. Und das trainiert natürlich bei der Produktion auch extrem, ne? Klar. Jetzt, pass auf, sitzt du. Ich stelle mal eine Frage, von der ich die Antwort schon kenne, aber du noch nicht. Wie alt warst du, als du deine erste DAW bekommen hast? Ich war 10. Das war tatsächlich mein Geburtstagsgeschenk und es war Studio One mit einem Audiobox i2 Interface von Presonus, also wirklich ganz klassisch im Artist-Bindle und das war also der Traum, den wir alten Leute uns irgendwie mit 40, 50 gönnen und sagen, so was habe ich früher gerne gemacht, Musik, mache ich mal, hast du mit 10 Jahren schon bekommen und hast dann auch anfangen müssen, dich mit der Software auseinanderzusetzen. Ne? Richtig, mit diesem schönen grauen Studio One 2 Interface, ne, bevor dann beim 3 alles schick wurde. Und so bin ich aber reingestartet und damit dann erstmal frustriert aufgenommen und keine Ahnung gehabt. Und vor allem mit 10 wusste man ja auch die ganzen Begriffe nicht. Ich wusste nicht, was exportieren heißt, importieren heißt. Ne? Und ich weiß noch ganz genau, wie ich 10 Jahre alt war, an dem Laptop meiner Mutter saß und nicht wusste, wie ich den Song speichern kann, weil unter Speicher unter kam einfach nur irgendeine Datei raus, die aber jetzt keine MP3 war. Und ich musste dann auch erst später realisieren, dass Studio One Artist MP3 Import überhaupt nicht unterstützt hat. Also da kamen dann nur Waves raus. Aber irgendwie hat sich das dann alles Stück für Stück erklärt. Dazu kann ich eine ganz böse Geschichte erzählen. Ich komme ja auch aus der Zeit, wo die Heimcomputer gerade so aufkamen. Und da gab es auch so Zeitschriften, da wurden so Listings, hießen das, so Programme aufgeschrieben. Die konnte man abtippen und dann hatte man hinterher ein Spiel. So. Es gab einmal Listings, die waren in Basic verfasst. Es gab auch welche im Maschinencode. Und da war so ein richtig geiles Spiel und ich habe dann so mit meinem VC20, mit meinem Commodore da gesessen und habe über Wochen dieses Maschinencode-Listing abgetippt, ohne zu wissen, dass ich dafür einen Compiler brauche, nichts und so weiter. Und ich durfte den nicht ausmachen, weil im Gegensatz zu Studio One konnte man beim VC20 nicht abspeichern. Ich hatte nur eine Datasette irgendwann später, aber es ging nicht. Und drückte dann irgendwann, nachdem ich diese 4 Seiten Maschinencode eingehackt habe, auf Start und nichts passierte. Oh Gott. Da war der Junge, wie alt war ich? 13? Da war ich sehr frustriert. Da hätte dir die KI heute weitergeholfen. Da ist es doch schön, dass du irgendwann den Knopf zum Abspeichern auf jeden Fall gefunden hast bei Studio One. Und dann bist du irgendwann angefangen, das auch selbst zu
wirklich zu produzieren, nicht einfach nur aufzunehmen zu einem Playback, sondern wirklich auch die Musik zu machen. Genau, das kam dann irgendwie Stück für Stück, also wirklich von meinen Anfängen, wo ich einen Master exportiert habe, also ganz normal im Main-Kanal, bei Studio One mit einem Click-Track drauf, weil ich irgendwie an war. Ja, und dann habe ich irgendwann gesagt, ich glaube, das war dann so 12, 13 war ich alt und habe gesagt, ich will eigentlich eigene Musik machen, ich will singen. Da hatte ich auch zu der Zeit schon ein bisschen Klavier gelernt, ne, konnte Akkorde machen, bin dann in dieses MIDI-Feld reingerutscht. Und und dadurch kam das dann, dass ich dann gesagt habe, okay, ich nehme mehr Tracks auf, aber dann vor allem zuerst mit meinem alten Stage-Piano. Ich habe mir so ein altes Yamaha Stage-Piano geholt und dann wirklich Audio rein und dann wirklich mit dem Stage-Piano die Drums irgendwie geklickt, ne, und so. Und dann irgendwie 40 Spuren, zack, irgendwie alles übereinander. War natürlich nicht quantisiert, aber das waren die Anfänge. Aber du hast einfach gemacht und hast überhaupt keine Frage. Das ist ja das Schöne bei Kindern, die machen kein Fragezeichen dran, sondern ist halt so, ne? Genau. Aber wenn wir jetzt von 4 Alben sprechen, ich heb's nochmal auf hier, ich halte es nochmal in die Kamera rein. Ja. Das ist dein 4. Das dritte. Das dritte, genau. Ich darf das mal aufgreifen. Es ist ein Doppelalbum auch noch, das kommt noch hinzu. Super Artwork. Hier deine Freundin Mandy drin. Genau, Melissa Mandy. Melissa Mandy, genau. So, siehst du, bin ich schon durcheinander gekommen. Ja, beide die Haare offen. Ich blende auch noch mal ein Bild davon ein. Dann müsst ihr unbedingt mal in den Kanal von Noah Benedikt reingucken. Die Musik ist wirklich sehr gelungen. Das ist das 3. Album. Mit wie vielen Jahren hast du dein erstes Album gemacht? Mein erstes Album ist rausgekommen tatsächlich mit 14 und mit 13 habe ich es produziert. Also das war so diese Schiene. Wahnsinn. Und dann kam halt quasi das 2. Album, da war ich dann 16, genau, immer im 2-Jahrestakt, ne? Und dann bei dem Album war ich 18. Wie bei Adele, die hat auch immer im 2-Jahrestakt. Ja, siehst du? Ja. Genau. Und das erste Album hieß 19, das nächste 21, das nächste 23. Siehst du, top. Aber Taylor Swift auch. Ich habe mich früher an Taylor Swift orientiert und Taylor Swift war genauso. 2010 ein Album, 2012 kam Red, 2014 1989, ne? Und so kam das bei mir auch. Ja. Und jetzt dieses Jahr, gut, jetzt bin ich 21, das passt nicht ganz so, aber das Kalenderjahr passt noch. Ja, und das war quasi immer so das Kalenderjahr, ne? Also und, 26, 24, 22. Ja, und das erste Album, war das auch schon Vinyl? Das erste Album noch nicht Vinyl, es war eine reine CD. Okay. Und dann beim Never Nur Forget. Reine CD. Nur reine Macht man CD. ja heutzutage auch gar nicht mehr, ne? Nee, kaum. Aber wie gesagt, da war ich ja glücklich, das habe ich dir ja gestern sogar schon mal gesagt, als wir uns kennengelernt haben. Wir sind Freunde, das ist ja noch, wir kennen uns schon länger, aber gestern persönlich kennengelernt. Genau, gestern persönlich. Und ich war halt dann so glücklich, dass ich mit Studio One, also ich habe ja früher nie drüber nachgedacht, dass es andere DAWs gibt, ne? Sondern ich habe einfach Studio One bekommen. Aber ich konnte natürlich mit Studio One gleich DDP-Images erstellen und so das Ganze direkt ans Presswerk schicken. Das klingt so, als wenn es so einfach wäre, aber tatsächlich, du hast ja nicht einfach auf Knopf, mach mal DDP gedrückt und das dann ans Presswerk geschickt, sondern muss ja wahrscheinlich auch noch mehr Informationen vorgeschickt haben. Ja, das stimmt, ne? Die ganzen Codes rein, ne? Die ganze Codierung, Mastern ein bisschen. Ja. Und du produzierst, du mischt, du nimmst natürlich auf, du spielst nahezu alle Instrumente, du spielst Schlagzeug, du spielst Saxophon, Klavier. Alles, was Tasten hat. Genau. Saxophon, Gitarre. Mehr oder weniger. Sag ich eher schlecht, ja. Melissa spielt auch Gitarre. Sehr gut. Die sitzt du. Auch erst 15 Jahre alt ist und trotzdem eine Höllen-Metal-Gitarre spielt. Also ich weiß nicht, wo nehmt ihr diese... Unfassbar. Also es gibt so wenig Leute von euch, dass ich mit meinen Mitte 50 so begeistert bin, dass es noch junge Leute wie dich gibt, die tatsächlich das Ding nach vorne treiben. Und da bin ich ja schon begeistert. Also dass es Melissa zum Beispiel gibt. Also ich will jetzt nicht sagen, dass es bei uns keine guten Leute gäbe, aber Melissa zu finden war natürlich ein absoluter Glücksfund für mich. Ja. Und dass wir da so viel zusammen machen können und halt jetzt auch das 4. Album dann komplett zusammen machen. Genau. Und damit du mal kurz einen Eindruck davon bekommst, worüber wir eigentlich reden, blende ich dir jetzt hier mal kurz, wir schwenken mal kurz rüber zur Musik von Noah Benedikt und Melissa. Das Ganze heißt zusammen Together. Together. Geile Musik und wie gesagt, alles aus deinem, im Prinzip wie bei Billie Eilish, aus ihrem Schlafzimmerstudio mehr oder weniger. Genau. Ne? Aber es ist ja schon so, du machst das jetzt schon so lange, du hast unfassbar geiles Equipment. Stück für Stück, ne? Ja, wo man sich die Frage stellt, wie zum Teufel hast du reiche Eltern oder wie zum Teufel kommt ein 21-Jähriger zu einem U47? Stimmt, das ist natürlich nicht jedermanns Sache, ne? Aber tatsächlich welcher 21-Jährige will sich ein U47 kaufen und nicht lieber ein Auto oder was weiß ich, eine Ferienwohnung lieber. Ne, aber tatsächlich, also ich würde sagen, ich komme jetzt nicht von total armen Häusern, also deswegen habe ich Studio One geschenkt bekommen als zum 10. Geburtstag. Das ist ja jetzt auch nicht ein Standardgeschenk, ja, aber alles andere kam tatsächlich durch meine Saxophonauftritte und dann halt immer mehr jetzt in den letzten Jahren Produktion, Videogeschichten, Design, also alles, was ich
ich so irgendwie abdecke, bis hin zu Vorlesungen, die ich halt halte zum Thema Medien. Ne? Und das hat dann alles irgendwie Stück für Stück. Ich habe halt immer gesagt, okay, ich gebe alles irgendwie rein, was irgendwie. Also alles, was reingekommen ist, hast du direkt ins Equipment wieder umgesetzt. Genau, ich bin quasi der beste Kunde von allen Musikstores und Musikshoppen in Deutschland. Ne? Und und das einfach direkt wieder umgesetzt. Und deswegen hat sich das dann natürlich jetzt, weil ich das auch schon 10 Jahre mache und natürlich das Glück habe, dass ich jung bin. Das heißt, ich habe nicht jeden Monat eine Miete zahlen gehabt in dieser Zeit. Ne? Also ich habe nicht so viel, ich habe zu dem Zeitpunkt, als ich angefangen habe, noch keine Rentenversicherung gezahlt. Gut, was jetzt alles bei mir natürlich schon ist. Ja, aber dadurch hat sich natürlich Stück für Stück alles so ein bisschen entwickelt. Aber es hat natürlich von null angefangen. Also es war jetzt kein Studio da oder kein Profi-Vater oder Hobbymusiker-Vater, der schon ein bisschen in der Schiene Sachen dastehen hat, sondern das kam wirklich alles aus dem Nichts und ist dann auch alle Generationen durchlaufen. Also wirklich Anfang mit dem NT1, was natürlich schon cool ist. Ja, schon ein gutes Mikro, ja. Genau, und dann irgendwann C414, dann U87, so, und dann staffelt man sich halt hoch irgendwie. Und für ein Schlagzeug brauchen wir ja auch mehr als ein Mikrofon. Das stimmt, und deswegen gehen meine ganzen alten Mikrofone, die ich früher zum Gesang genommen habe und jetzt nicht brauche, immer ans Schlagzeug und die werden durchgerutscht. Genau, und dann baust du halt einfach auf. Ich denke, das kennst du wahrscheinlich von dir auch ganz gut. Ja, das sammelt sich ja einiges an. Ne? Genau. Also es gibt jetzt keinen vernünftigen Grund, warum ich 5 MD 421 haben sollte zu Hause und auch noch ein kurzes. Du hast ich habe tatsächlich ein kurzes. Gerne. Ich habe kein einziges MD 421 und ich würde die gerne haben. Ja, gibt es ja jetzt mittlerweile auch käuflich zu erwerben. Ja, immerhin. Naja, so, ihr habt dieses Projekt, ihr arbeitet jetzt an diesem 4. Album. Also das klingt so absurd mit 21, das 4. Album. Selbst die Beatles haben mit 21 noch kein 4. Album gehabt, glaube ich. Ja, aber die waren wenigstens 4 Leute. Ja, das stimmt tatsächlich. Dafür hatten die aber auch schon sehr lange auf der Bühne gestanden. Aber deine Freundin Melissa, mit der ihr das Duo zusammen habt, kommt aus der Slowakei. Genau. So, jetzt Deutschland, Slowakei ist jetzt nicht direkt nebeneinander, aber ich habe ja schon gesagt, ihr seid Generation Internet, nenne ich es jetzt einfach mal. Wie habt ihr euch denn kennengelernt? Tatsächlich war das wirklich so ein typischer, also du kannst es dir gar nicht unspektakulärer vorstellen. Du stell dir vor, ich 2024 im Sommer liege im Bett abends und scrolle auf Facebook. Warum auch immer auf Facebook, weil ich bin eigentlich nie auf Facebook. Und dann kommt bei Facebook Freundschaftsvorschläge. Und da taucht Melissa Mendy auf. Ja. Ja, und ich so halb schläfrig, weißt du, mit einem zu in den Auge, so, ja, okay, interessant, so. Ja. Einmal am Angucken natürlich. Also war Facebook, war nicht Tinder, ne? Nee, genau, war rein Facebook tatsächlich und wirklich unerwartet. Und dann habe ich halt geguckt, was sie macht und fand das übelst krass, weil natürlich zu dem Zeitpunkt war sie 13. Ja. Und sie war halt schon krass mit 13 auch, ja. Natürlich ist sie jetzt schon wieder noch besser. Aber ich war halt, genau, und ich war halt tatsächlich, 18 oder so, 18, 19 und sah sie dann und dachte mir so, alter Falter, ist unfassbar, das geht gar nicht. Wie kann man so viele Instrumente spielen, wie kann man Schlagzeug spielen, Gitarre beherrschen, Bass können, Klavier, singen, ja, und sogar ein bisschen Cello. Mit 13. Also du kannst das ja auch, aber du bist ja jetzt schon. Aber ich konnte es nicht mit 13, genau. Und das heißt, Melissa hat nochmal einen Vorsprung in der Schiene und dann dachte ich mir so, alter krass, wir müssen was machen und dann habe ich halt Freundschaftsanfrage geschickt und dann haben wir irgendwann gechattet und hat Melissa gesagt, ey, komm doch mal vorbei. Und dann habe ich gesagt, naja, aber wenn ich vorbeikomme, dann lass uns ein Projekt machen. Und so kam es dann. Und dann habe ich den ersten Song für uns geschrieben, Wonderland Side. Und dann war es aber so, dass sie den so gefeiert haben, dass sie gesagt haben, okay, wir kommen zu dir und du kommst gar nicht zu uns. Und dann hat aber Melissa gesagt, ey, lass uns noch einen zweiten machen. Also ursprünglich waren 2 geplant dann, ja. Und dann bin ich quasi eine Woche später dann wieder in die Slowakei gefahren, nachdem wir hier mit ihr aufgenommen hatten. Und mittlerweile pendelst du quasi mehr oder weniger. Genau, ne? Ich bin quasi Pendler. Und was ist mit der Pendlerpauschale? Die müsste sich doch eigentlich auszahlen. Ne? Wir sind hier in der Nähe von Magdeburg, von da aus bis Slowakei. Kannst du doch ein paar Cent über die Pendlerpauschale rausholen zu deinem Arbeitsplatz in der Slowakei. Auf jeden Fall. Aber allein die Fahrtkosten für Dienstreisen, das ist ja auch immer so eine gute Pauschale. Ne? Nee, aber auf jeden Fall fahre ich jetzt jedes Jahr schon meine tausende Kilometer hin und her. Aber wir machen tatsächlich auch viel. Wir sind sehr aktiv. Wir haben jetzt viele Auftritte in der Slowakei. Das heißt, wir proben gerade ganz viel. Ihr seid nicht nur ein Projekt, was irgendwie im Internet zusammenarbeitet, sondern ihr seid echt ein Live-Act, der vielleicht mit Playbacks auf der Bühne steht, aber ihr 2 steht da und muckt live zum Backing-Track. Wir stehen tatsächlich in allen Varianten auf der Bühne. Also wir stehen zu zweit akustisch auf der Bühne, zu zweit mit einem Backing-Track auf der Bühne, dann ein Trio mit Backing-Tracks auf der Bühne oder sogar jetzt im Sommer hier beim Harz Open Air vom NDR stehen wir komplett als Liveband ohne Backing-Tracks. Also es gibt so die ganze Bahn durch, was natürlich für uns sehr witzig ist, dass wir gerade jedes Set quasi für jedes Konzert anders proben müssen, weil alle anders sind. Das heißt, es ist wirklich also keine Band, die mal ohne Proben jetzt die Dinger runterrockt, sondern das ist schon echt viel Proben. Aber weil ihr es halt so drauf habt, könnt ihr dann halt auch wirklich so viel abdecken. Ne? Und ich habe ja in einem von euren Videos gesehen, habt ihr war das eine Hochzeit oder das war eine Gala. Oder eine Gala oder so. Da habt ihr ja dann unter anderem auch slowakische traditionelle Musik gespielt, die Melissa ja dann auch
höllisch gut hingestellt hat und du am Klavier dann noch begleitet hast. Man hat fast gedacht, das sind Einheimische, die da vor der, also Melissa ist eine Einheimische, aber du eben nicht. Ne? Ja, vor allem für mich diese ganzen traditionellen Folk. Du hast ja auch mitgesungen. So ein bisschen, ja. Aber lautmalerisch. Lautmalerisch, genau. Aber tatsächlich in Melissa-Songs, also ich habe jetzt auch für Melissa die Songs produziert letztes Jahr und da war auch ein slowakischer Song dabei, wo ich mit ihr die Musik geschrieben habe und dann Produktion. Text natürlich nicht, ich kann kein Slowakisch, noch nicht, ja, aber da singe ich tatsächlich sogar live, das war gar nicht auf YouTube, im letzten Refrain die zweite Stimme auf Slowakisch, aber mal mehr oder mal weniger gut, das ist dann, sehe ich dann immer auf der Bühne, wie mich Melissa anschaut, wenn wir den Song spielen, ob ich jetzt gut gesungen habe oder nicht. Wenn sie das Gesicht so verzieht, so Ohrenschmerzen, dann war es wohl nicht ganz so gut. Ja, vor allem, du weißt ja manchmal nicht, was andere Wörter bedeuten, wenn du Wörter falsch singst, weißt du, das ist ja dann immer so lustig. Was ich auch faszinierend finde, du machst nicht nur Musik, du machst auch Video, das heißt, wenn ihr die Videos produziert für eure Songs, die sehen ja auch nahezu international polished aus irgendwie. Wie kriegt ihr denn das auch noch hin irgendwie? Ich meine, du arbeitest zwar mittlerweile mit einer als eigene Produktionsfirma, das heißt, du gehst auch auf die Straße und filmst andere Leute, Interviews, machst irgendwelche Corporate-Sachen und so weiter und so Zeugs mit Kameras und kennst dich da also auch aus. Aber wenn du vor der Kamera stehst, kannst du ja nicht auch gleichzeitig der Typ hinter der Kamera sein. Wie machst du das? Ich bin tatsächlich der Typ, der einstellt. Das heißt, wenn wir filmen, dann versuche ich immer bei unseren Videos, dass Melissa die Hauptrolle spielt. Dann kann ich natürlich sie gut filmen. Ja, aber alles andere, wo wir zusammen zu sehen sind, ist quasi ich. Ich gehe hinter die Kamera und erkläre zum Beispiel Melissas Vater oder wer auch immer gerade da ist. Den Shot möchte ich haben, so soll es aussehen. Stell die Kamera ein, guck mir die Belichtung an und dann stelle ich das schnell ein und dann gehe ich vor die Kamera und versuche nicht so auszusehen, als wenn ich mir gerade Sorgen um die Kamera mache. Aber das ist auch schon deutlich besser geworden, weil das war bei mir früher so, da habe ich extrem angespannt in die Videos reingeguckt, wenn ich nicht selbst gefilmt habe. Weil man natürlich, das kennst du wahrscheinlich selbst, du filmst dich ja auch selbst, bei dir ist jetzt auch alles eine One-Man-Show quasi. Genau. Ne? Und das ist natürlich schon schwer, sich dann auf alles zu konzentrieren und gut zu performen, aber mittlerweile wird es besser und besser und ich glaube, bei dir merkt man das ja auch nicht. Ja, also Übung macht den Meister, ne? Oder Übung rührt den Kleister. Aber ich empfehle dir noch ein Video anzugucken und zwar das Video Hola Guapa, auf Spanisch übrigens, irgendwie das anzugucken, denn das ist nicht nur vom Video her sehr, sehr gelungen, wie ich finde. Dankeschön. Da hat übrigens der Papa von Melissa, glaube ich, auch die Kamera mitgeführt. Genau, das war in Italien. Genau, aber was mich vor allem fasziniert hat, ist, da ist ein Akustikgitarren-Solo drin. Das aber du nicht selbst gespielt hast. Nee. Und Melissa hat das auch nicht selbst gespielt, ne? Genau. Verrat uns doch mal bitte, wer das gespielt hat. Ich weiß es ja schon. Ja, das hat mein guter Freund Sandro Gianpietro gespielt und der ist halt sehr aktiv in Gitarren schon seit immer, hat eine eigene Metalband und ist unter anderem natürlich auch bei dir dann bekannt gewesen als der Gitarrist bei Helge Schneider. Genau, also falls du dich mal gefragt hast, wer dieser Höllengitarrist neben Helge Schneider ist, der da einfach so rumsitzt und zwischendurch mal einen raushaut, dass sogar Steve Vai irgendwie blass werden würde, das ist Sandro. Und wie kommt denn die Connection bitte jetzt hin? Okay, das ist eine Story, die wirst du mir auch nicht glauben. Also, ich glaube dir sowieso nichts. Du kannst dir, also ich gehe mal davon aus, so Grundpunkt war, ich kannte Helge Schneider, ich kannte Es gibt Reisbaby, Katzenklo. Das ist schon mal gut. Ich kannte aber seine Band nicht. Also ich hatte überhaupt keinen Punkt, irgendwie Sandro zu kennen. Ja. Und dann kam Folgendes. Irgendwann folgte mir Sandros Tochter auf Instagram. Ach. Ja, und ich habe dann gesehen, oh krass, sie hat krasse Produktion. Also man muss dazu sagen, Sandro ist nicht nur grandioser Gitarrist, sondern halt auch komplett Produzent von Video über Ton. Okay. Und ist da halt auch sehr begabt drin. Und dann habe ich mir die Videos von der Tochter angeguckt und habe gesagt, Alter, das ist eine super Produktion, lass uns doch mal was zusammen machen. Ja, und dann bin ich irgendwann zu Sandro nach Hause gefahren, also zu seiner Tochter und wir kamen so in dieses Haus rein und dann erzählte mir Julia, ja, übrigens, hey, das ist Sandro, das ist mein Vater, der hat auch ein Studio und zu dem Zeitpunkt wusste ich noch gar nicht, dass Sandro, wer Sandro ist, ja. Und dann haben wir halt produziert, Sandro fand das auch ganz cool und dann hat sich jetzt irgendwie so eine Freundschaft gebildet, dass Sandro ich halt wirklich jede Woche gefühlt telefonieren, Tipps, er schickt mir mal seinen Song oder vielmehr frage ich ihn auch was, also zum Beispiel, ich habe ganz viel zum Thema Schlagzeugaufnahme von Sandro gelernt einfach, ne. Und dann kam das halt so, das sind so Begegnungen, die kannst du nicht planen. Also durch deine Unbefangenheit einfach Kollaboration mit Leuten zu machen, richtig. Hast du quasi dann auch Unterstützer gefunden, die dich einfach auch an die Hand genommen haben, oh, der Kleine, und dir dann immer so Tipps mitgegeben haben, ohne zu merken, dass sie sich den nächstgrößeren Konkurrenten direkt hochziehen da quasi. Genau so ist es. Und so kam das halt. Und dasselbe halt mit den Fotos, also die neue Album-Fotosession auch von dem dritten Album, was du gerade schon hochgehalten hast, haben wir halt bei meinem Kumpel Jörg, Showcase Potsdam im Studio Babelsberg gemacht. Und das war auch so eine Begegnung, da war überhaupt nichts geplant. Das war eine Geburtstagsfeier auf dem letzten Dorf hier in Sachsen-Anhalt, wo er als Musiker mit seiner Band gespielt hat. Und ich wusste gar nicht, dass er eigentlich Produktion macht, ja. Und ich als Saxophonist. Wir haben einfach nur ein Solo gejammt und dann war wir, Alter, krass, so cool. Und so kommen halt Begegnungen, die kannst du dir nicht vorstellen. Und dann lernst du halt die Leute kennen, von denen du nie gerechnet hättest, dass du sie kennenlernen würdest. Also wirklich nie geplant irgendwie, sondern einfach reingerutscht. Klingt auf jeden Fall nach der König Midas Geschichte. Alles, was du anfasst, wird zu Gold. Irgendwie, du scheinst auf jeden Fall an einem Glückstag
scheinst du geboren zu sein. Von daher alles gut. Ja, finde ich sehr spannend. Für dich auf jeden Fall mal ganz spannend herauszufinden, was wirklich alles auf diesem Kanal stattfindet, sowohl auf dem von Melissa als auch auf dem von Noah Benedikt. Ich beende dieses Interview jetzt mal, weil wir drehen jetzt mal den Spieß um. Genau. Du interviewst mich. So sieht's aus. Also wenn ihr mehr über Jonas erfahren wollt, beziehungsweise alles erfahren wollt, das ich erfahren möchte, weil ich habe ja jetzt so ein bisschen die Power, ne, dann schaut doch mal vorbei. Ich denke, wir verlinken das. Auf dem Kanal von Noah Benedikt, da findet ihr den zweiten Teil von diesem Interview. Ich bin schon sehr gespannt, was bei dir noch alles rauskommt, denn ich glaube, ein Vergleich mit Nico Santos könnte nicht zu klein sein für das, was ihr gerade macht. Und ich prophezeie einfach mal, dass die beiden noch eine goldene Zukunft vor sich haben. Ja, wir geben Danke, dass ich da sein durfte. Schön, dass du da warst. Und wir sehen uns auf Noah Benedikts Kanal. Bis dahin, macht's gut und Yassas. Bye, bye.